links abbiegen soll ich. Oh Gott. Hier ist ja überhaupt kein Platz für den Kopf. So geht's hier weiter. Ich fliege hier hin und her auf dem Sattel. Das war dann wohl nichts. Meine Beine sind absolut tot. Mein Rücken ist tot. Ich wünsche mir nur noch, dass ich mich in den Sessel werfen kann. Heute bereite ich ein Video vor. Ich brauche nämlich diese Daten für ein ganz anderes Video. Es ist quasi ein Hinter-den-Kulissen-Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Mit diesem Pedelec und die Frage, die ich hier klären möchte, ist, wie weit fährt denn so ein Pedelec? Und was passiert, wenn der Akku leer ist? Eingebaut ist der Akku hier vorne. Den kann man hier rausnehmen. Ich glaube, so um die 720 Wattstunden Kapazität hat er. Es ist ein 48-Volt-System und, das kann man hier sehen, die Leerlaufspannung hier, wenn der Akku noch ganz voll ist, das sind hier 54,4 Volt. Wir messen einmal kurz mit dem Messgerät nach, ob das auch stimmt. Okay, das passt. 54,3 Volt. Und jetzt würde ich sagen, können wir hier draufsteigen. Und dann gucken wir mal, wie weit uns so ein Pedelec hier bringt. Wie gesagt, das hier ist ein Test, den ich für ein anderes Video brauche. Normalerweise geht es ja hier um das Jogbike, nämlich das hier. Aber heute wollen wir mal hier aufsteigen und schauen, wie weit uns so ein Pedelec hier weiterbringt. So, ich muss erst einmal hier überhaupt die Kraftverstärkung anstellen. Also gehen wir mal gleich auf Stufe 5, denn ich will Energie verbrauchen und gleichzeitig vorankommen, damit ich nicht den ganzen Tag unterwegs bin. Vorteil beim Überqueren von Straßen merkt man sofort, es schiebt richtig an. Unterstützung bekomme ich hier immer nur bis 25 Stundenkilometer. Alles darüber hinaus, da muss ich schon jetzt kräftig reintreten. Da ist dann der Motor aus. Das ist natürlich möglich, schneller zu fahren. So, aber wir fahren jetzt langsamer, denn wir wollen ja wissen, wie weit ist die Reichweite mit Akkubetrieb. Ja, Freunde und Freundinnen des Kanals, ich melde mich wieder, sobald wir die ersten 15 Kilometer rum haben. Mal kurz noch ein Wort hier zu dem Antrieb bei diesem Pedelec. Dieses Pedelec hier hat einen Hinterradantrieb. Es gibt natürlich auch Pedelecs, die in der Mitte den Antrieb haben. In der Mitte ist klar für harte Beanspruchung im Bikepark zum Beispiel gut geeignet. Dann haben wir hier hinten nicht viel Gewicht. Das Gewicht ist ausgewogener in der Mitte des Fahrrades. Hier ist der Vorteil, dieser Antrieb hier treibt direkt das Rad an. Das heißt, die Antriebseinheit, die hier für den biologischen Teil, also für unsere Kraft zuständig ist, die Kette, die Ritzel hier und auch das Schaltwerk, das wird alles ganz stark entlastet. Das ist nur minimal belastet. Denn der Motor bringt seine Kraft hier direkt ins Rad ein und nicht über den Teil, der für den Pedalantrieb hier notwendig ist. Das heißt, das alles hier wird geschont. So eine Konfiguration ist dann um einiges günstiger zu kaufen, hat weniger Wartungsaufwand, aber ist dafür natürlich nicht für Rumgespringe geeignet oder für die harten Trails. Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen, das T hier, das steht für Torque, für Drehmoment. Das heißt, sobald ich Kraft in die Pedale gebe, zieht das Fahrrad los. Es gibt dann hier so mehrere Stufen, zwischen denen ich wählen kann. Und diese 1, 2, 3, 4, 5, das bedeutet nicht mehr Kraft fürs Treten, sondern das bedeutet, ja, wahrscheinlich etwas mehr Kraft, aber es ist auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung dabei. Die erste Stufe geht, weiß ich nicht, bis 10 oder 11 Stundenkilometer und die fünfte dann bis 25, das was maximal erlaubt ist. So ist das hier aufgesplittet. Man kann auch noch einmal umschalten, dann drücke ich hier einfach länger auf das Plus und dann erscheint ja ein C. Und hier ist jetzt der Unterschied, hier brauchen sich die Pedale nur in Gang zu setzen und schon schiebt das Fahrrad an. Das heißt, ich kann hier in Zeitlupe treten und das Fahrrad beschleunigt trotzdem bis auf die 25 Stundenkilometer und ich tue dafür gar nichts. Ich trete nur in Zeitlupe mit. Macht mir aber nicht so viel Spaß, deswegen schalte ich wieder um hier auf das T. Da ist es. Jetzt muss ich wieder aktiv mittreten. Zwischen den Feldern habe ich wieder unglaublich Gegenwind. Da ist das hier natürlich wirklich ein Segen, mit Motorunterstützung unterwegs zu sein. Wer beim Radfahren den Fokus auf Vorwärtskommen hat, ist dann mit so einem Pedelec hier ganz gut unterwegs. Das ist also nicht so sehr das Sportgerät, sondern eher das Fortbewegungsmittel.
Aber ich muss sagen, auch nach wenigen Minuten bin ich ja schon ziemlich nass geschwitzt auf dem Pedelec. Ich kann nicht sagen, dass ich mich hier nicht anstrenge oder nicht bewege. Die ersten etwas mehr als 8,5 Kilometer sind rum. Und ich muss sagen, es sind hier 14 Grad. Die Sonne ist ein bisschen rausgekommen. Aber im Grunde habe ich hier eine Mischung aus, bei 25 Stundenkilometer friere ich hier wie sonst was. Der Wind ist auch stark. Und gleichzeitig bin ich nass geschwitzt. Also ist nicht so ganz mein Tempo hier, glaube ich. Oder ich bin auch nicht richtig angezogen. Auf jeden Fall, wenn man einerseits sagt, mit dem Pedelec hier kommt man immer ohne, dass man schwitzt an. Und das ist ideal für den Arbeitsweg. Also für mich gilt das nicht. Ich bin schon nass geschwitzt. Ja, und frieren tue ich aber gleichzeitig, weil die Geschwindigkeit doch so viel Wind hier bringt. Es ist auch sowieso Wind, dass das einfach nochmal durchkühlt. Also, wer hier auch mit so einem Pedelec unterwegs ist, der möge oder die möge mir bitte einmal schreiben, wie ist das bei euch mit dem Temperaturempfinden? Man kann ja auch langsamer fahren, aber da muss ich sagen, das ist mir irgendwie auch zu langweilig. Ja, also gut, aber wir wollen ja auch wissen, hier mit der Kapazität, und da muss ich ein bisschen Gas geben, dass ich nicht bis heute Nacht unterwegs bin. So, bis später wieder. Ja, also der Wind, der schallert mir hier echt um die Ohren. Und obwohl ich eigentlich schwitze, wünschte ich hätte noch eine Zweitjacke an. Das ist ja doch ganz schön kalt von vorne. Da fahre ich dann lieber wieder im Hochsommer. Das hätte ich nicht gedacht. So, ich habe es versprochen, bei Kilometer 15 melde ich mich wieder. Wir haben jetzt hier Kilometer 15 erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit bergab war mal 49,9. Und wir sind jetzt hier bei 52,1 Volt Akkuspannung. Das ist die Leerlaufspannung ohne Belastung, wenn das Fahrrad jetzt hier steht. Beim Fahren waren es dann 50,4 Volt, sobald der Motor ein bisschen mitarbeiten muss. Also hier ist die Spannung schon ein wenig gesunken. Okay, falls man es erkennt, es geht bei mir auch nur berghoch und bergunter hier. Wir haben hier keine flachen Strecken. Das muss man dazu sagen. Also der Motor wird ja schon gut gefordert, vor allen Dingen mit meinen 100 Kilo ohne Klamotten. Die Akkuanzeige an sich sagt noch, der Akku ist immer noch voll. Ich denke, die springt irgendwann so ab 48 Volt, was so die Nennspannung dieses Akkus ist. Da wird sie dann so langsam anfangen runter zu gehen. Wir werden mal schauen, was passiert, wenn die Spannung niedriger wird. Einen Effekt habe ich schon. Berghoch geht es jetzt etwas langsamer als noch zu Beginn. Also da spürt man schon, die Kraft des Motors lässt hier nach, denn die Spannung ist gesunken. Und ihr wisst ja, Volt mal Ampere, Spannung mal Stromstärke, das ergibt die Leistung. Und wenn weniger Spannung vorhanden ist, kann auch weniger Strom fließen. Das heißt, wir haben zwei Größen, die weniger werden. Dann muss auch das Ergebnis kleiner werden. Und dann ist das Thema mit der Kleidung. Ich habe die Jacke an, ich schwitze damit, ich friere gleichzeitig bei dem hohen Tempo. Ja, ich wünschte mir, ich hätte noch eine Jacke dabei, wenn ich fahre, aber ich schwitze auch. Ich wünschte mir gleichzeitig, ich hätte weniger dabei. Kurios, das liegt wahrscheinlich daran, dass man hier mit dem Pedelec mit viel weniger Kraft eben einfach schneller fährt, logischerweise. Und das heißt, dass die Körperleistung, die ich einsetze, die Wärme erzeugt, dann entsprechend weniger ist als bei einem normalen Fahrrad. Das heißt, ich komme zwar ins Schwitzen, aber ich friere auch viel schneller und bin dazu ja eben noch schneller unterwegs. Und da muss ich auch sagen, die 25 Stundenkilometer mit so einem Pedelec, die fühlen sich ganz schön langsam an. Also da könnte man echt noch mal eine Schippe drauflegen. Ihr habt es ja gesehen, bergab bin ich jetzt mit 49,9 gerollt. Also das war noch locker handhabbar. Gerade wenn man hier so dicke Reifen hat und so ein schweres Fahrrad an sich, also da wäre theoretisch viel mehr auch sicher möglich. Hydraulische Scheibenbremsen hat es sowieso vorne und hinten. Das heißt, also Bremsen ist hier überhaupt kein Thema. Das funktioniert hier richtig gut. So, ich melde mich wieder bei Kilometer 30. Bis gleich. Also nochmal Zwischenmeldung, denn ich den Gedanken vergesse. Der Wind am Helm ist unglaublich laut. Ich höre praktisch nur das Rauschen am Helm, also wirklich sehr, sehr laut. Und ich muss sagen, würde ich hier nicht mit Motorunterstützung unterwegs sein, ich hätte schon längst aufgegeben. Aber der Motor, der zieht mich ja wenigstens nach vorne durch. Bei dem Wind würde ich normalerweise wahrscheinlich hier anhalten oder mit, weiß ich nicht, mit 10 Stundenkilometern höchstens vorankommen. Ja, also einerseits gut, dass ich vorankomme. Andererseits ist es laut, es ist kalt. So, ich muss mich wieder dazwischen schalten. 18,7 Kilometer. Die Akkuanzeige hat sich eben ein bisschen bewegt. Die zeigt jetzt ein ganz bisschen weniger an. Also da ist die erste Bewegung reingekommen. Und wir haben
48,7 Volt. Ja, mit dem Kopf stehe ich sehr hoch im Wind. Das heißt, man bekommt richtig viel Wind ab. Aber auf so einem Weg hier, wo ein bisschen Gebüsch rechts und links ist, das ist ein Luxusradweg. Da habe ich nur noch den Fahrtwind. Da kann man es ein bisschen besser aushalten. Ja, und jetzt kommt schon wieder der Wind von der Seite. Jetzt wird es wieder richtig geil von vorne. Aber wenn man mal so ein bisschen geschützter unterwegs ist, dann macht das schon richtig Laune. Und vor allen Dingen, wenn man so einen tollen Radweg hier für sich exklusiv hat, ein Traum. Hier sieht man, die Akkuanzeige ist inzwischen wieder ganz voll. Ich habe nicht nachgeladen. Sie ist offensichtlich durch die Spannung gesteuert. Also hier wird nicht der tatsächliche Verbrauch über einen Messschand gemessen. Hier wird nur die Spannung gemessen. Sobald die Spannung sinkt, ja, jetzt seht ihr es, da wird der Akku wieder niedriger. Und sobald die Spannung wieder steigt, wenn ich jetzt hier im Leerlauf bin zum Beispiel, geht es gleich wieder höher sicherlich. Müssen wir mal schauen. Genau, und hier ist es wieder höher geworden. Also direkt mit etwas Verzögerung, immer abhängig von der Spannung. Die Spannung fällt natürlich, je niedriger die Akkukapazität ist, je mehr verbraucht ist. Aber auf sowas kann man sich dann nicht ganz verlassen. Da müsste man dann lieber auf die Spannung gucken. Die sehen wir hier. Jetzt sind wir hier bei 50, ja, hier wieder bei 48,6. Also das zeigt nicht so ganz schnell an. Aber es zeigt, bei Belastung ist natürlich die Spannung immer niedriger, im Leerlauf entsprechend wieder höher. Wir nähern uns dem Kilometer 30. Bei 30 Kilometern bleibe ich stehen, egal wo. Es ist, wie es ist. 30. So. 30 Kilometer Zwischenstand. Oh, deshalb brauche ich jetzt aber auch, dass ich einmal absteige. Denn das Fahrrad hier, das ist für mich viel zu klein. Das heißt, meine Knie tun mittlerweile weh, weil ich hier immer die Knie angewinkelt habe. Ich komme nie dazu, mal richtig die Beine so ein bisschen weiter auszustrecken. Und wie ich schon so die ganze Zeit sage, ich bin tierisch durchgefroren und gleichzeitig verschwitzt. Ja, ein bisschen eine unangenehme Sache, kann aber auch daran liegen, dass es heute ziemlich windig ist. Ja, das steht, das steht. Es ist windig wie sonst was, aber die Windkraftanlagen stehen. Da drehen sie sich, zumindest 50% sind also in Funktion. Was ich jetzt als Zwischenfazit einmal sagen muss, zu der 25 Stundenkilometer-Grenze bei dem Pedelec. Also aus meiner Sicht ist das nichts, ehrlich nicht. Wenn ich hier mit 25 Stundenkilometern unterwegs bin, beziehungsweise wenn ich die erreiche, dann fahre ich wie in eine Mauer rein. Ich erreiche die 25 Stundenkilometer und die Unterstützung ist dann weg. Das heißt, ich fahre relativ bequem, will dann ein bisschen schneller werden und muss dann unglaublich viel mehr Kraft investieren, damit es endlich schneller wird. Das ist schon ein bisschen ein sehr unharmonisches Fahrerlebnis, muss ich sagen. Und die 25 Stundenkilometer, die sind für die langen Strecken, die man mit so einem Pedelec hier fahren kann, viel zu langsam. Also wenn ich eine weite Entfernung hiermit fahren möchte, dann ist mir das zu langsam. Es ist einfach langweilig. Ich könnte natürlich langsamer fahren, aber auch das ist mir mit so einem schweren Fahrrad, wo man einfach nicht merkt, wie schnell man fährt. Das ist also wirklich wuchtig und groß, das Fahrrad. Das ist einfach wie eine große Limousine. Man schwebt vor sich hin und merkt nicht, wie schnell man ist. Niedrige Geschwindigkeiten machen mir jedenfalls mit so einem großen, schweren Fahrrad hier keinen Spaß. Das heißt, ich bin die ganze Zeit auf Anschlag mit 25 Stundenkilometern unterwegs. Ja, also aus meiner Sicht würde es Sinn machen, hiermit schneller fahren zu können. 40 Stundenkilometer wäre das, was ich sagen würde, wäre für so ein Fahrrad eine gute Lösung. Dann würde man sich auch gleich mehr anziehen, dass man nicht so sehr friert. Hier ist es so, es sieht noch aus wie ein normales Fahrrad, aber mit der Geschwindigkeit, mit der man unterwegs ist, also ich will dazu sagen, mit einem normalen Fahrrad ohne Antrieb wäre ich schneller unterwegs, aber auf kürzerer Strecke. Mit dem hier bin ich mit einer Geschwindigkeit sehr viel länger unterwegs, bei der ich mich aber so viel weniger anstrenge als auf einem Fahrrad ohne Motor, dass ich eben die ganze Zeit friere. Das passt nicht so richtig zusammen, für mich jedenfalls. Und da ich ein Persönchen bin, was relativ schnell schwitzt, ist es für mich doppelt nichts, denn ich bin nass geschwitzt und ich friere gleichzeitig, habe ich, glaube ich, zum Ausdruck gebracht. Also von daher würde ich sagen, sowas hier müsste schneller fahren, dann würde ich mich dicker anziehen, wäre schneller am Ziel, dann bin ich auch nicht so lange nass geschwitzt unterwegs. Aber in dieser Form so lange mit nur 25 Stundenkilometer vor sich hin dümpeln, lange nass geschwitzt unterwegs sein, ist nichts für mich. Aber das ist eben für mich persönlich der Fall. Es gibt sicherlich ganz viele Leute, die nicht so leicht schwitzen und da kann ich mir vorstellen, dass diese Art der Bewegung hier super ist. Denn Fahrspaß habe ich auch, so ist es nicht. Vor allen Dingen, wenn es bergab geht und ich schneller als 25 Stundenkilometer werde. Und natürlich, wenn es berghoch geht oder der Wind von vorne stark bläst und das Fahrrad zieht dann einfach durch, wo ich normalerweise einfach stehen bleiben würde oder ganz langsam werden würde.
Das ist natürlich bei so einem Pedelec hier wirklich ein riesengroßer Pluspunkt, sodass ich hier mit einem Pedelec natürlich Entfernungen überwinden kann, die ich normalerweise nicht selbst aus eigener Kraft überwinden würde mit einem Fahrrad oder mit einem Jogbike. 400 Meter weiter, mir ist gerade eingefallen, Akkustand wollten wir noch angucken. Der wird jetzt im Stillstand wieder als voll angezeigt. Die Spannung beträgt jetzt hier im Stillstand 50,2 Volt. Beim Fahren sackt die dann schon ein bisschen mehr ab. Aber das ist jetzt so der Zwischenstand nach 30,4 Kilometern. Ich glaube, mit meinen Vorstellungen von der Geschwindigkeit wäre ich so der typische S-Pedelec-Kunde. Die dürfen ja bis 45 Stundenkilometer schnell fahren. Mit Nummernschild wäre mir egal, würde ich natürlich bezahlen, kein Thema. Aber. Die haben einen tierischen Nachteil und deswegen kommen die für mich auch null in Frage. Und das ist... Das hier ist ein Radweg. Und ein S-Pedelec mit Nummernschild, nee, das darf nicht auf den Radweg. Da müsste ich auf der Straße mit den Autos zusammenfahren. Und da fällt mir natürlich gar nichts mehr dazu ein. Ja, also mit 45 Stundenkilometer maximal fahre ich garantiert nicht zwischen den Autos. Insofern S-Pedelec, weiß ich gar nicht, wofür man das gebrauchen kann. Vielleicht, wenn man nur in der Stadt unterwegs ist. Aber so über Land, also ich bin immer über Land unterwegs und kann das also absolut nicht gebrauchen. Ich bräuchte praktisch ein Pedelec, was hier auf dem Radweg fährt und mal einen Zacken schneller fahren könnte als das, mit dem ich hier unterwegs bin. Also im Prinzip als jedes legale Pedelec. Hier geht es gut bergan. Da ist auch plötzlich der Akku halb leer, der eben noch fast voll war. Oh, so muss man auch schon ganz schön dazu treten. Aber da sieht man, sofort erholt sich der Akku. Denn nachdem die Belastung vorbei ist, steigt der Spannungswert im Akku wieder an. Das heißt, dieser Schein hier, der trügt. So, hier ging es kurz gut bergab. Mal sehen, wie sich der Akku jetzt gleich wieder verändert hier berghoch. Motor setzt ein. Also je nach Belastungszustand des Motors zeigt der Akku hier eine unterschiedliche Kapazität an, was natürlich nicht stimmt. Im Grunde ist das keine Kapazitätsanzeige. Das hier ist eigentlich eine Spannungswertanzeige. Das heißt, man könnte genauso gut hier auf diese Voltanzeige umschalten und wäre dann genauso informiert, als wenn man auf diesen Balken schaut. Ich hoffe, es kommt bald wieder der Radweg. Und schon ist er da. Na Gott sei Dank. Es ist eben doch immer ein bisschen beruhigender, auf einer separaten Fahrspur zu fahren. So, in Kreien sind angekommen, aber wo ist der Radweg? Ich weiß nicht, wo der Radweg ist. Wie ich das sehe, muss ich jetzt hier auf diese Straße fahren, wo natürlich gut was los ist. Ja, das sind immer die Momente, wo es dann eben einfach nicht mehr weitergeht. Man denkt, man fährt die Radwege, aber irgendwo ist dann wieder nichts mehr. Auch sehr sinnvoll hier. So, links ist der Fußgängerweg, da darf ich nicht drauf. Jetzt
Jetzt muss ich erstmal aufs Smartphone gucken, wie ich hier weiterkomme. So, also ohne Smartphone-Navigation wäre ich jetzt hier aufgeschmissen. Hier gibt es überhaupt keine Schilder. Ich hoffe, dass dann Google Maps mir hier den richtigen Weg zumindest weist. Fahren wir erstmal weiter. Wir sind bei Kilometer 43,5. Also sobald es irgendwelche Neuigkeiten gibt, melde ich mich wieder. Jetzt heißt es erstmal weiterfahren. Akkustand ist, ja, zeigt immer noch relativ voll an. Und die Spannung ist bei 48,4 Volt. Also ich bin definitiv auf dem Rückweg. Schauen wir mal, ob ich noch zurückkomme. So, jetzt wird das hier ein bisschen abenteuerlich. Links abbiegen soll ich. Ja, also hier rein. In diesen Tunnel, oh Gott. Und hier ist es aber richtig ducken. Hier ist ja überhaupt kein Platz für den Kopf. Ich bin ganz tief runtergeduckt. Es ging sehr steil eben bergab. So, wo geht's hier weiter? Das soll der Weg sein, den ich hier fahren soll. Das kann nicht wahr sein. Also das ist kein Weg hier. Nee. Oh je, oh je. Jetzt verstehe ich auch, warum so viele Menschen mit Pedelecs vollgefederte Mountainbikes fahren, wenn man nämlich auf solche Strecken kommt. Da ist ja selbst hier mit den Fat Tires das Fahrrad nicht so ganz geeignet. Na gut, ich gucke mal, ob da vorne irgendwie was Besseres noch kommt, ob da eine bessere Straße kommt. Oh wei. Wie uneben das ist, das kommt auf der Kamera hier mit Sicherheit nicht raus. Aber ich fliege hier hin und her auf dem Sattel. Beziehungsweise stehe ich eigentlich jetzt mehr in den Pedalen. So, neben mir ist direkt eine Zugstrecke. Vielleicht hört man das. Fährt gerade ein Zug vorbei. Oh. So. Ah, da ist der Zug da vorne. Und hier soll ich links abbiegen. Na gut, es hat sich gelohnt, dass ich jetzt dieses kleine Stück hier doch gefahren bin. Also Gegend bei Kreiensen ist zum Fahrradfahren nicht so ganz einfach für die Navigation. Mal schauen, wie es weitergeht. Hier ein großer Melan direkt neben mir. Vielleicht kann man ihn sehen auf der Kamera. Großes Tier. Ja, viele Milane sind hier unterwegs. Und ich scheine hier jetzt ein ganzes Stück der Bahnstrecke zu folgen. Rechts hier, rechter Seite ist ein Güterzug am Vorbeifahren. Relativ langsam, Gott sei Dank ist es nicht so laut. Eine wunderschöne Strecke ist das hier. Ich vermute, an der linken Seite wird die Leine fließen. Ich kann es nicht sehen. Aber so von den Bäumen und Büschen, wie das hier wächst, müsste die Leine direkt neben mir sein. Ja, es sieht nach einem Flussbett aus, aber ja, das Wasser scheint sehr niedrig zu sein. Das sieht man nämlich nicht. Sehr viele Libellen, Schmetterlinge unterwegs. Ja, es ist ein Traum hier. Eine kleine Verengung, macht nichts, kann man durch. Hier macht es jetzt richtig Spaß zu fahren. Den Wind merkt man nicht mehr ganz so stark. Das ist nur noch der pure Fahrtwind. Das ist okay. Das muss man wirklich immer wieder sagen. So unglaublich schön, wie man hier mit zwei Rädern unterwegs ist. Sei es jetzt hier mit dem Pedelec oder auf dem Jogbike. Das ist wirklich mit dem Auto oder mit anderen Verkehrsmitteln, auch mit den Zügen, die nebenan fahren, so nicht zu erleben. Wie schön es hier duftet, wie viel man im Detail sieht, wenn man insgesamt langsamer fährt. Gut, um jetzt lange Strecken zu überwinden, nicht das Ideale, aber zum Genießen top. Ja, also wirklich eine herrliche Atmosphäre, einigermaßen windgeschützt. Neben mir die Leine, man sieht es vielleicht ein bisschen, das Wasser. Es ist durch die Feuchtigkeit noch einmal wirklich sehr schön hier lang zu fahren. So, und nun ist der Teer zu Ende. Zu dem wunderschönen Fahren eben auf dem Teerbelag gehört natürlich jetzt in der Natur das Fahren auf einem Feldweg, der dann nicht mehr ganz so eben ist und auch nicht ganz so hohe Geschwindigkeiten zulässt. Gut, wir schauen, wie weit wir kommen. Ich sag's mal so, man muss natürlich auch damit klarkommen, dass man mal irgendwo unterwegs ist, wo dann einfach nicht mehr viel ist. Aber was mir gerade auffällt ist, könnt ihr das sehen, diese zwei Rohre. Hier ist offensichtlich ein Stauwasserwerk, Staukraftwerk. Sowas ist hier scheinbar direkt vor mir. Das heißt, die Rohre gehen hoch zu einem See. Und hier unten wird es wahrscheinlich die Turbinenhäuschen geben.
Wollte ich euch einmal zeigen, kann man entdecken, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Übrigens da, das weiß ich nicht, ob man das hier durch die Kamera sehen kann, da läuft ein Storch und daneben flog eben noch ein Milan. Wieder ein Milan, ja. Gut, es geht weiter. So. Ja, wow, es geht wieder auf festem Untergrund weiter. Komme ich wieder ein bisschen in die Richtung der Zivilisation, wie es scheint. Nein, das war nur für die kurze Zeit. Jetzt geht es wieder weiter auf unbefestigtem Grund. Kilometer 51, kurze Pause. Der Wind, der zeigt echt, was er kann an einigen Stellen hier. Aber dafür sehe ich auch haufenweise Hornissen, Stockbienen, Schmetterlinge in den wildesten Farben und Formen, Libellen auch in allen möglichen Farben und Formen. Und hier vor mir natürlich das Wasser. Ja, da sage ich schon mal Danke an dieses Pedelec, dass du mich hierher gebracht hast und hoffentlich auch wieder zurückbringst. Wir schauen einmal kurz auf den Akkustand. Und zwar haben wir jetzt hier ja 51 Kilometer hinter uns. Die Spannung ist bei 47,4 Volt. Ja gut, Anzeige ist hier noch im oberen Bereich, 3/4 ungefähr. Wir werden sehen, wie weit es reicht. Und genau deswegen Ständer hoch, drauf aufs Fahrrad und weiter geht's. Natürlich den falschen Gang drin gehabt. Ist aber eigentlich egal, kann ich auch mal zeigen. Also ich schalte mal bewusst jetzt hier in den allerletzten Gang. In den schwersten sozusagen, wo man bergab fährt. So, und jetzt gucken wir mal, komme ich damit noch vorwärts mit der Motorunterstützung hier. Und ihr hört es, der Motor schiebt an. Ja, ich brauche nicht viel tun. Bin schon auf 25 Stundenkilometer. Also das ist natürlich auch immer beruhigend zu wissen, egal ob man selbst noch kann oder nicht kann. Also die eigene Reichweite noch reicht oder nicht. Der Motor, der zieht einen dann doch aus jeder Lage. Schön vorbildlich, super ausgeschildert. Hier weiß ich genau, wo es weitergeht. Perfekt. Leute, ich wünschte, ich könnte euch alle mitnehmen und hier mit dabei haben, hier unterwegs, in dieser unfassbar schönen Gegend. Hier, wo der Wind nachgelassen hat, ab und zu sind starke Böen da, aber jetzt gerade ist es weniger. Die Sonne ist noch ein bisschen da, es wärmt, das ist ein Traum. Und der Duft nach Heu, nach Blüten, ab und zu sind Kirschen dabei, die sind schon runtergefallen, dann riecht es ein bisschen nach Kirschen. Es ist wirklich unheimlich schön. Das nächste Dorf ist da vorne in Sicht. Der Bodenbelag ist auch wieder fest. Aber der Wind ist auch wieder massiv da. Es bläst richtig von vorne. Ja, also in dem Moment hier bin ich wirklich froh, ich muss es sagen, dass ich den Motor hier unter mir habe und der mich anschiebt. Das ist einfach unglaublich beruhigend und angenehm. Und ich kann nicht sagen, dass ich nichts tue. Also ich bewege mich definitiv. Ich denke, dass ich hier im optimalen Trainingsbereich in der Zone 2 mich befinde für den Fettabbau. Aber, das muss ich auch sagen, im Gegensatz zum Jogbike bewege ich hier nur meine Beine. Es ist nichts anderes eigentlich bewegt. Der Oberkörper ist im Grunde fast gelähmt. Da ist nicht viel los. Das ist ja beim Jogbike ganz anders. Auch die Hebelmechanik, also die Biomechanik der Beine läuft hier ganz anders als auf dem Jogbike. Ich habe auch viel Gewicht auf meinem Gesäß, was im Grunde auch schon langsam wehtut hier. Also wir haben hier zwar mit dem Pedelec schon ein tolles Training, davon gehe ich aus, wenn wir Fett abbauen wollen.
Aber das muss ich hier auch feststellen, das ist kein Vergleich zum Jogbike. Damit sind wir um Welten effizienter unterwegs, wenn unser Augenmerk ist, dass wir fit bleiben wollen, dass wir unseren Körper trainieren und bewegen wollen. So, das war dann wohl nichts. War natürlich nur ein kleiner Spaß. Ich wollte eigentlich nur mal an dieser kleinen Stelle hier anhalten und es genießen, wie das Wasser hier plätschert. Aha, rechts abbiegen. Mal schauen, ob das Schild da vorne auch nach rechts zeigt. Ist es denn überhaupt ein Schild für mich, für Radfahrer? Nee, ist es gar nicht. Naja, oder doch, Frieden ist hier. So. Ja, rechts abbiegen. Gucken wir mal, wo es hier rechts abgeht. Also hier nicht, aber hier. Ja, das ist hier damit gemeint. So, schauen wir mal, wo es hier dann weitergeht. Ja, also im städtischen Bereich muss man natürlich viel mehr aufpassen. Das ist nicht mehr so erholsam wie eben noch auf den Feldwegen. So, ich weiß nicht, wo ich jetzt hier fahren muss. Ja, also hier muss ich erstmal kurz aufs Smartphone gucken. Zum einen weiß ich nicht, soll ich hier auf der Straße fahren oder ist das hier rechts auch für Fahrräder frei? Jetzt müssen wir mal schauen, geht es geradeaus überhaupt weiter? Tja, ja, sieht so aus, als ob ich hier durch könnte. Aha, neben mir sind Boote. Gucken wir einmal ganz kurz. Hier gibt es offenbar gute Touren mit dem Rafting, mit dem, ja, was ist das? Paddelboot, Schlauchboot. Gut, fahren wir mal weiter. Der Akku zeigt jetzt hier im Moment die Hälfte an. Die Spannung liegt bei 45,9 Volt. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, ab welchem Spannungswert der Akku auf die Hälfte umgesprungen ist. So, jetzt ist die Frage, wo soll ich hier fahren? Muss ich auf der Straße fahren? Ist das rechts ein Radweg? Ich kann es leider nirgendwo sehen, keine Schilder. Bleibe ich vorsichtshalber auf der Straße, fühle mich aber nicht so wohl dabei. Bergauf geht der Akku jetzt erschreckenderweise auf ein Viertel eben. Jetzt ist er wieder auf ein Halb zurück. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich die Strecke zurückbekomme. Wir haben jetzt 53,9 Kilometer hinter uns. So, glücklicherweise geht es hier auf den Radweg. Da fühlt man sich gleich schon viel wohler. Aber es geht eine ganze Menge berghoch. Und der Akku ist nicht mehr so voll. Ja, das wird jetzt interessant, was passiert. Gucken wir mal bis oben hin, wo dann der Akku steht. Wir haben jetzt so knapp die Hälfte. Und wir sind bei 44,6 Volt. Ja, wir haben jetzt eben 43,4 Volt, jetzt wieder 44,5. Also an der steilsten Stelle waren wir schon bei etwas über 43 Volt noch. Jetzt erholt sich der Akku ein bisschen. Der Motor hat dann auch nicht mehr die richtige Power gehabt. Es hat sich teilweise nicht mehr linear angefühlt, sondern so ein bisschen wellenartig der Schub, der da gekommen ist. Da hinten ist Eifeld, da muss ich hin. Und dann noch mal eine ganze Ecke weiter. Aber der Akku, der ist jetzt schon nicht mehr so voll. Er zeigt jetzt wieder mehr als die Hälfte ganz knapp an. 46 Volt, aber wie wir eben bei Belastung gesehen haben. Das ändert sich je nach der Belastung permanent. Ich nähere mich hier vorne Alfeld bei den 7 Bergen. Der Akkustand ist jetzt bei 45 Volt hier, bei relativ wenig Belastung geradeaus. Aber der Wind, der bläst natürlich von vorne wie sonst was. Und ich sag's mal so, das Allerschlimmste jetzt hier auf der Fahrt, das ist echt, dass das Fahrrad hier zu klein für mich ist und ich meine Knie einfach nicht richtig durchdrücken kann. Also ich quasi immer mit angewinkelten Knien hier trete. Das tut richtig weh in den Knien. Also das würde ich dann kein zweites Mal machen. Da zeigt es sich wirklich, wie wichtig es ist, das Fahrrad wirklich zu der Körpergröße abzustimmen. Naja, eine Binsenweisheit. So, ich habe ja noch einiges an Kilometern vor mir. Berghoch sieht es jetzt aber schon nicht mehr so gut aus. 42,9 Volt. Ich bin gespannt auf den Rest der Strecke.
Aus Alfeld bin ich jetzt raus. Der Akkustand hat sich wieder erholt. Auf 45 Volt ist die Spannung wieder angestiegen. Dadurch, dass es hier nur schön geradeaus geht. In der Stadt ging es nur geradeaus, den Rest. Hier geht es jetzt geradeaus. Ich bin hier im Grunde genommen in einer flachen Ebene. Links und rechts ist es hügelig, höhere Hügel. Das hier ist alles eine Ebene, die früher gebildet wurde. Das hier war alles der Grund eines riesigen Flusses. Also im Grunde fahre ich hier auf prähistorischem Grund. Und deswegen ist es auch so schön gerade hier alles. Ja, schauen wir, wie weit es geht. Ja, 44,5 Volt. Die Spannung, die fällt jetzt doch ab, das merkt man. Auch die Leistung des Motors lässt nach, wenn man kleine Steigungen hat. Aber es hilft nichts. Wir müssen gegen den Wind und wir müssen noch nach Hause. Und wir wollen ja auch wissen, wie weit hier letztendlich die Reichweite mit diesem Fahrrad ist. Und was passiert? Was passiert, wenn wir immer weiter den Akku leer fahren? So, 3,5 Stunden hier on the road mit dem Pedelec. Das Pedelec fährt nach wie vor. Der Akku wird zweimal leerer, aber es fährt noch. Aber dieses Teil hier, das hat so langsam seine Reichweite überschritten. Nach 3,5 Stunden auf einem viel zu kleinen Pedelec tun mir die Knie richtig gut weh. Der Rücken tut weh. Ich kann nicht mehr auf dem Sattel sitzen. Ja, die Haltung, die mir dieses eigentlich für mich zu kleine Fahrrad aufzwängt, die ist doch sehr gedrungen und ich würde eigentlich eine ganz andere Körperhaltung bevorzugen. Nächstes Mal muss ich die Größe für mich anpassen. Das geht so nicht. Ist aber egal, ich scheue keine Mühen, es geht gleich weiter. Denn für mein nächstes Video brauche ich die Daten und für dieses Video wollen wir jetzt einfach sehen, was passiert. Bleibe ich stehen, bleibe ich nicht stehen, wie lange reicht der Akku? Wir sind bei 44,4 Volt nach 72,9 Kilometern. Ich erleide die Knieschmerzen des Todes, die Rückenschmerzen des Todes, die Gesäßschmerzen des Todes. Aber wir sind noch im Rennen, es geht noch weiter. 4 Stunden bin ich jetzt hier nonstop mit dem Pedelec unterwegs. Meine Beine sind absolut tot, mein Rücken ist tot. Ich wünsche mir nur noch, dass ich mich in den Sessel werfen kann, der eine Rückenlehne hat. Wirklich kann mein Rücken nicht mehr halten. Ne? Ich wünschte mir auch, dass hier am Pedelec irgendwie so ein Gashebel wäre, den man mit dem Daumen betätigen kann, dass ich meine Beine nicht mehr bewegen muss. Denn weil das Rad zu klein ist, habe ich schon zigmal gesagt, kann ich hier meine Beine nicht mehr bewegen. Es ist furchtbar. Wirkliche Schmerzen. Wir sind jetzt bei 42,5 Volt. Der Akku läuft aber immer noch, beziehungsweise der Motor. Ja, die Akkuladung ist noch nicht hinüber. Da werde ich noch mal einen zweiten Tag nachschieben müssen. Es sind jetzt 78,2 Kilometer in sehr hügeligem Gelände. Also permanent geht es entweder hoch oder runter. Praktisch kaum eine Strecke, die mal geradeaus geht. Außer so ein paar Verbindungsstrecken, aber im Grunde hoch und runter geht es hier. Also Sport ist das hier in jedem Fall auch. Zumindest wenn man das so exzessiv macht und dann auf einem zu kleinen Fahrrad. Jetzt ist Tag 2, ich habe eine Nacht geschlafen, mich etwas erholt. Der Stand gestern waren ja 79,8 Kilometer. Heute geht es weiter. Heute bin ich noch nicht gefahren mit Motorunterstützung. Das geht jetzt gleich los. Über Nacht hat sich die Akkuspannung erholt. Es sind 44,0 Volt hier zu sehen. Gestern, als ich wiedergekommen bin, da waren es 43,6. Also schauen wir mal, was jetzt passiert. So, ich fahre los. Und jetzt schalte ich einmal den Motor wieder zu. Ja, da ist gleich Schub da. Die Spannung ist jetzt nach 900 Metern bei 42,1, 41,8 Volt. Also das ist jetzt im freien Fall. Bin ich gespannt, wie lange das hält. Ah ja, jetzt seht ihr das. Hier fängt ein Symbol an zu blinken. Das sieht aus wie eine Tankstelle, nein, wie eine Ladesäule. Und die Anzeige ist ja auch auf Rot gewechselt, der letzte kleine Balken. 40 Volt sind wir jetzt, 40,0 Volt. Oh je. Ja, wie man sieht, die Geschwindigkeit fällt immer weiter. Also hier muss ich schon jetzt mit viel mehr Kraft selbst treten. Da kommt nicht mehr viel. Man kann jetzt wirklich sagen, nach exakt 80 Kilometern ist hier bei meiner Fahrweise mit meinem Gewicht in diesem Gelände der Akku leer gewesen. Ganz kurze Zeit später kommt sofort hier das Ladesymbol. Da fahren wir mal einen kleinen Berg hoch. Oh ja, die Unterstützung ist minimal. Ich schalte sie mal kurz weg. Ja gut, das ist schon noch ein Unterschied.
Ohne Unterstützung komme ich kaum hoch, mit Unterstützung geht es so gerade eben noch. Es wird schwer, schwer, schwer. Und da es hier immer steiler wird, muss ich jetzt aus den Pedalen gehen. Da ist jetzt nicht mehr viel von Motorunterstützung zu spüren. Ich kämpfe mich hier hoch. Ja, man hört den Motor, aber spüren tue ich im Grunde nichts mehr an Unterstützungsleistung. So, mal kurz schauen. Die Spannung wird immer noch bei 40 Volt angezeigt. Wollen wir mal wieder hier runter. Ja, unten wieder angekommen sind wir bei 42,5 Volt. Akku hat sich erholt, aber das wird hier nicht von Bestand sein. Er ist sofort wieder mehr Leistung da. Ja, das ist schon deutlich zu spüren. Am Ende ist ja quasi nichts mehr mit Leistung. Die 40 Volt, die hier angezeigt werden, die sind mit Sicherheit kein echter Messwert. Denn unabhängig von der Belastung bleiben die jetzt so konstant. Das ist wahrscheinlich so ein fixer Wert, der zum Schluss angezeigt wird. Also Unterstützung ist hier, ich schalte sie mal ganz weg. Ja, es ist Unterstützung da. Ja, bei 2 ein bisschen mehr als bei 1. Ja, könnte sein, dass die jetzt je nach Modus noch ein bisschen mehr ist. Das bei 5, ja, ist noch mehr Unterstützung als bei 1 auf jeden Fall. Aber es geht im Grunde nicht mehr voran. Ja, also es ist minimale Unterstützung vorhanden, dass man überhaupt noch fahren kann, denn schalte ich die Unterstützung ganz aus. Ja, also dann wird es mit dem schweren Fahrrad sehr schwer, hier berghoch zu fahren. Es ist zwar nur eine geringe Steigung, aber nee, das macht schon keinen Spaß mehr hier. So ist erheblich leichter und gleichzeitig etwas schneller. Ja, schauen wir mal. Ich bin ja jetzt auf dem Torque-Sensor. Ich gehe mal auf den C, auf den Cadence-Sensor, der nur misst, ob sich die Pedale überhaupt drehen. Aber da bleiben wir dann stehen. Ja, da kommt nicht mehr viel. Also hier, wo es leicht bergauf geht, das ist jetzt quasi nur der Motor. Die Kraft wird nicht über die Kette übertragen. Quälerei für den Akku. Ja, es sind 4 Stundenkilometer jetzt hier an dieser Stelle. Ich schalte mal wieder um auf den Torque-Sensor. So, wenn ich mittrete und meine Kraft über die Kette übertragen wird, ja, dann kommen wir hier immerhin ein bisschen auf höhere Geschwindigkeit. Ja, die Frage ist jetzt, wie lange gibt es überhaupt noch minimale Unterstützung, dass man noch so einigermaßen vorwärts kommt? Und wann setzt die Unterstützung aus? Also meine Ansicht wäre jetzt, dass das hier ewig so weitergeht, denn die Leistung, die hinten am Hinterrad jetzt noch abgerufen wird,
Das sind vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht 10, 20 Watt, also wirklich wenig, vielleicht 30 Watt, aber auf keinen Fall mehr, eher weniger. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man jetzt so in diesem Tempo mit dieser Unterstützung noch gut bestimmt eine Stunde oder sowas in der Richtung weiterfahren könnte. Das werde ich mir jetzt aber ersparen. Ich werde jetzt einmal nach Hause fahren und messen, was die wirkliche Spannung hier am Akku ist, ob das wirklich genau 40 Volt sind. Wir werden auch sehen, ob es sich bis nach Hause verändert. Also im Grunde, ja, jetzt sind 3,5 Kilometer hinzugekommen zu dem, was ich gestern gefahren bin. Also wir können wirklich sagen, real nutzbar waren jetzt für mich hier unter diesen Bedingungen 80 Kilometer. Und der Rest ist im Grunde noch eine Quälerei, sodass man so gerade eben noch vorwärts kommt. Ja, aber langsam, aber immerhin, es geht mit relativ moderatem Krafteinsatz. Das heißt, auch mit sehr leerem Akku würde man jetzt wahrscheinlich noch 10 Kilometer mindestens fahren können. Und danach wäre man dann komplett auf sich selbst angewiesen. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil wenn der Akku leer ist, ist auch die Körperkraft, die Muskelkraft leer. Das heißt, da treffen dann zwei leere Energiespeicher aufeinander. Es wäre ja besser, wenn man dann selbst noch ganz viel Kraft hätte. Aber da muss ich sagen, ich habe es halt nicht. Wenn ich so eine lange Strecke fahre, bin ich auch komplett kaputt. So, wir drehen deswegen einmal um. Jetzt geht es wieder leicht bergab. Ja, hier werden wieder 41 Volt angezeigt. 40,2, also das schwankt ganz schön. 40,7. Jetzt fahre ich komplett ohne Motorunterstützung, ist natürlich klar. Über 25 Stundenkilometer wird immer der Motor abgeriegelt, also ausgeschaltet. Wir haben das Rätsel gelöst. Mit diesem 720 Wattstunden Akku, 48 Volt System, sind 80 Kilometer für mich in diesem Gelände möglich gewesen. Das ist eine ganze Menge. Wenn man sich weniger anstrengen muss, weil das Gelände eben ebener ist, dann wird auch eine weitere Reichweite möglich sein. Und bei hügeligerem Gelände entsprechend weniger Reichweite, ganz klar. Viele werden auch leichter sein als ich, da wird die Reichweite ebenso sehr stark ansteigen. Manche sind auch vielleicht etwas schwerer, da wird die Reichweite geringer sein. Es kommt dann so zum Ende der Kapazität des Akkus zu einem starken Leistungsabfall des Motors. Das heißt, man kann nicht mit voller Kraft weiterfahren, aber selbst wenn das Ladesäulensymbol anfängt zu blinken, ist immer noch so eine ganz kleine Restunterstützung des Motors da. Also dann bleibt man nicht liegen und kann nicht weitertreten, sondern man kann dann ganz leicht und langsam weiterfahren. Ich schätze, und das ist jetzt ohne jede Messdaten, dass man das noch wenigstens 10 Kilometer so weitermachen könnte. Und ich vermute, dass dann der Motor irgendwann einfach aussetzt. Wer das schon mal gemacht hat, da unten in die Kommentare bitte hineinschreiben, falls ihr die Erfahrung schon einmal gemacht habt. Seid ihr schon mal so lange gefahren, bis der Akku komplett ausgesetzt hat? Und ja, was ist dann passiert? Also wahrscheinlich schaltet sich das System aus und man fährt dann eben absolut ohne Motorunterstützung weiter, wäre so meine Einschätzung. Also wer das schon mal erlebt hat, bitte auf jeden Fall hier in die Kommentare rein. Ich habe im Prinzip jetzt den Akku so weit leer gefahren, dass es ja sinnvoll nicht mehr weitergeht. Diese Daten werde ich jetzt für mein nächstes Video verwenden. Dafür habe ich sie gebraucht. Ich freue mich, dass ihr heute einmal auch auf dieser Datenerfassungsfahrt teilgenommen habt. Ist ja vielleicht auch mal interessant, das zu sehen. Wenn du jetzt wissen willst, wie diese Daten weiteren Einzug ins nächste Video finden und was das alles mit deiner Gesundheit zu tun hat, bleib dran, abonniere den Kanal, aktiviere auf jeden Fall die Glocke, sonst bekommst du keine Nachrichten, sobald das neue Video draußen ist. Ja, ich freue mich fürs Zuschauen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.